Ich habe dem, was Herr Seibert gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Weiß die Bundesregierung nicht, wer am Jemenkrieg beteiligt ist? Ich verweise auf meine Antwort von eben. Können Sie das nachreichen? Sie müssen ja wissen, an wen Sie nicht mehr Waffen liefern wollen. Damit können Sie uns mal die Definition sagen, was Sie unter Beteiligung verstehen? Weil darauf kommt es ja an, da sind ja eine Menge Beteiligte. Und dann können Sie vielleicht gleich mal ausführen, wer die Beteiligten alle sind. Ich habe zu dem Thema nur das zu sagen, was wir hier am Freitag in der Pressekonferenz gesagt haben und was ich dann anschließend zur Präzisierung noch nachgereicht habe. Das waren ja zwei verschiedene Sachen. Nee, es ging eigentlich genau darum. Die Bundesregierung trifft bei Rüstungsexportgenehmigungen derzeit keine Entscheidungen, die nicht mit dem Sondierungsergebnis in Einklang stehen. Das ist der Stand der Dinge. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Wir haben ansonsten, das wissen Sie schon, die gültigen, strengen Rüstungsexportrichtlinien, in denen Einzelfall für Einzelfall geprüft wird. Aber als Überschrift zur Präzisierung habe ich nachgereicht, Entscheidungen nur, die mit dem Sondierungsergebnis in Einklang stehen. Zusatz? Das habe ich ja verstanden. Das Sondierungsergebnis ist, dass es einen Exportstopp an alle Beteiligten des Jemenkriegs gibt. Beteiligt sind nicht nur Saudi-Arabien, sondern unter anderem auch die USA. Die Amerikaner setzen Navy SEAL Teams ein am Boden, sind militärisch aktiv, machen Drohnenangriffe. Ich verstehe das also so, dass Deutschland nicht an die Amerikaner exportieren wird, Waffen, richtig? Habe ich das richtig verstanden, Herr Seibert? Ich habe mich dazu geäußert. Es gibt immer den Wortlaut eines Ergebnisses und den Geist eines Ergebnisses. Beides ist immer zu berücksichtigen. Alle Beteiligten, und die Amerikaner sind beteiligt, also wird die Bundesregierung keine Rüstung, solange der Jemenkrieg läuft, an die Amerikaner liefern, korrekt? Das ist Ihre Folgerung, nicht meine. Das ist doch logisch, wenn Sie alle Beteiligten sagen. Ja, aber wenn Sie die Antwort schon haben, warum fragen Sie mich denn dann? Ja, ich habe das gesagt, was ich hierzu zu sagen habe. Für weitere Auslegungen des Sondierungsergebnisses bitte ich Sie, die Sondierer zu befragen. Aber Sie sind doch die Bundesregierung. Und ich habe für die Bundesregierung das gesagt, was dazu zu sagen ist. Vielleicht möchte der Kollege einfach wissen, ob wir an die USA Waffen exportieren. Ja, gerne. Ist nett, dass Sie die Frage noch nachstellen. Nein, aber so, ja, die steht jetzt hier ganz groß im Raum. Ich habe für die Bundesregierung das dazu Notwendige gesagt, zur weiteren Auslegung des Sondierungsergebnisses mit den Parteien zu reden. Ich glaube, die Aussage, die wir gemacht haben, ist sehr klar. Und ich habe auch vom Geist des Sondierungsergebnisses gesprochen. Dann ist Ja, er jetzt. also ausreichend ist sie auf keinen Fall. Frau Odebar, ich versuche es bei Ihnen. Wer sind denn die Beteiligten im Jemenkrieg? Ich glaube, Herr Seibert hat zu diesem Nein. ganzen Komplex. Nein. Ich habe dem, was Herr Seibert gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Weiß die Bundesregierung nicht, wer am Jemenkrieg beteiligt ist? Ich verweise auf meine Antwort von eben. Können Sie das nachreichen? Sie müssen ja wissen, an wen Sie nicht mehr Waffen liefern wollen. Das möchten Sie nicht erläutern. So scheint es jetzt zu sein. Dann wechseln wir das Thema. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why.